mich hat es an die Geschichte erinnert, als jemand mir erzählt hat, er hatte kürzlich eine Olga geparkt, einfach im Wald. Man kennt es ja, ne? Man stellt kurz sein Auto irgendwo hin und ist nur kurz weg und wenn man zurückkommt, ist es plötzlich nicht mehr da. Und das hat mich an eine Geschichte erinnert, und zwar an das Nashorn Kifaru. Das hatte früher, am Anfang aller Zeit, eine ganz, ganz andere Haut. Heute kennt ihr ja die als rau und faltig und ja, so kleine Erhebungen und Unebenheiten. Aber früher, da hatte das Nashorn eine Haut, die war total glatt und sie war total weich. Und das Nashorn legte sich gerne in die Sonne und legte sich gerne ins Wasser, wenn die Sonne mal zu stark wurde. Und an einem warmen Tag legte Kifaru seine Haut ab und ging baden. Nur für eine kleine Weile, nur um sich abzukühlen. Aber als er zurückkam, saß jemand auf seiner Haut. Ein junger Affe und der hatte nur Flausen im Kopf, fast wie unser Tabasco. Der Affe, der hatte Kuchen dabei, süß und krümelig. Und er aß den Kuchen mit Genuss und langsam, mitten auf der Haut des Rhinoceros. Und die Krümel fielen über die ganze Haut, einer nach dem anderen. Und frech wie der Affe war, klopfte der die Krümel nicht ab, sondern er ließ sie einfach liegen. Und als das Nashorn zurückkam, sagte es: „Geh bitte von meiner Haut runter, ich brauch die noch." Der Affe sah auf, kaute den Kuchen und sagte: „Na ja, gleich." Aber er stand nicht auf. Da wurde Kifaru zornig und drohte mit seinem Horn, und der Affe nahm die Beine in die Hand und verschwand in den nächsten Baum. Doch die Sonne brannte und die Krümel klebten an der Haut fest. Und die Haut Kifarus, die er achtlos hatte liegen lassen, die war hart geworden, schwer und unbeweglich, voller Falten und Risse. Kifaru versuchte in seine Haut zurückzuschlüpfen, aber sie war nicht mehr weich, sie war nicht mehr glatt. Und ich glaube, wenn ihr mal im Bett Frühstück gehabt hattet, ja, damals als die Apokalypse noch nicht war, und Krümel im Bett habt, ja, die dann so über die Haut fahren, das ist alles andere als angenehm. Und die Haut, die war einfach steif und unbequem geworden, schwer und voller Krümel. Aber Kifaru zog sie an, denn ohne Haut hatte es ja keinen Schutz mehr vor der Sonne. Und seitdem trägt das Nashorn seine Haut so, wie wir sie kennen, als ein Meer von Falten und Krümeln. Und vielleicht ist das der Teil der Geschichte, der auch hier bei uns am Camp gilt. Denn nicht alles, was man ablegt, soll man einfach achtlos ablegen oder zurücklassen. Und manches wird härter, wenn andere drüber hinweggehen. Nicht jeder Krümel ist böse gemeint. Aber wenn dir was wichtig ist, dann musst du drauf achten, selber. Denn wenn einmal was schwer geworden ist, muss man es manchmal trotzdem noch weitertragen. Oh, herrlich. Ja, schöne Lagerfeueratmosphäre.